Heute geht es bei Easy um geheime Screener-Einstellungen und Top-Gewinner-Trade-Ideen in 60 Sekunden. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Björn. Ja, bin ich. Ja, immer mal woanders, wo ich mich platziere, aber heute mal ganz klein, damit ihr ganz viel sehen könnt. Es geht ja um das Tool und wir gehen gerne auf Userfragen ein. Jetzt kam letztens die Frage: „Ey Björn, cool, was ihr da macht, aber ich handle gar keine Optionen." Okay, fairerweise eigentlich ist es ein Optionstool, aber wir haben natürlich auch einen Aktienscreener drin. Auf den wollen wir heute mal ein bisschen intensiver eingehen. Alle Optionsleute, bleibt trotzdem dran, denn die Basis für den Optionshandel ist ja das Underlying. Also, wir müssen ja trotzdem mal gucken, wie screenen wir überhaupt den Aktienmarkt, wenn wir Aktien handeln wollen, also auf Aktien die Optionen, bevor wir überhaupt zur Option kommen. Also, von daher für euch auch spannend sicherlich. Und bevor es weitergeht, möchte ich ganz wichtig eine Sache erwähnen, wenn es geht ja generell hier immer darum, seine Finanzen selbst in die Hand zu nehmen. Also, machen wir hier natürlich wie immer reine Ausbildungsgeschichten, kein Nachhandeln, ne? Also, keine Handelsempfehlung. Nachhandeln könnt ihr natürlich schon auf eigene Gefahr, wenn ihr wollt, aber es ist keine Handelsempfehlung. Was sehr hilfreich für viele ist, wenn man irgendwo Infos kriegt, zusätzliche Infos, kostenfrei und so weiter. Und da möchte ich jetzt schon mal darauf hinweisen, am 14.12., 14.12., da sind alle entspannt, schön in der Adventszeit kann man sich doch auch mal mit der Börse und seinem Einkommen, beschäftigen, sich organisieren fürs nächste Jahr und da haben wir Easy Income. Also geht gerne auf unseren Kanal oder vielleicht verlinkt sie auch die Nicola hier noch. Das wäre Easy Income, 14.12. Ein schönes Online-Event. Kostenfrei könnt ihr euch anmelden und sind ein paar sehr spannende Speaker dabei und interessante Vorträge. Also freuen wir uns, wenn ihr dabei seid und wir euch helfen können, dass ihr euer Börseneinkommen optimiert und verbessert. Und genau dazu soll ja auch dieser Screener dienen letztendlich, dass man das Ganze viel, viel einfacher, also easy, ne? Nicht Etsy, sagen auch viele, könnt ihr natürlich auch weiter sagen, aber es heißt easy, also EZZY, easy gesprochen. Support@easy.io ist die E-Mail-Adresse, die allgemeine, da könnt ihr mir auch schreiben, wenn ihr andere Ideen und Fragen habt. Und jetzt starten wir gleich mal rein in das Thema. Und zwar Aktie wollte jemand mal sehen, wie kann ich den Aktienscreener eigentlich benutzen. Der hatte wohl verstanden, ja, es gibt diese voreingestellten Filter, also wenn ich jetzt alle Basiswerte nehme, US-Markt, Klammer zu, ähm, habe ich 7.254 Treffer, das ist ja ein bisschen viel. Dann gibt es die voreingestellten Easy Filter für Leute, die im Optionsbereich Earnings handeln oder eine überverkaufte Aktie im Aufwärtstrend suchen, auch spannend für Aktienhändler oder Long-Leute. Aber ich will mir mal das selbst basteln. Das könnt ihr natürlich machen. Und sollt ihr ja auch gerne machen, weil ihr sollt ja eure Trade-Ideen, also eure Setups, das, was ihr handeln wollt, das sollt ihr hier in den Screener einprogrammieren, abspeichern und dann auf Knopfdruck eure Trades serviert bekommen. Das ist die Idee von dem Tool und so funktioniert es auch. Und dann könnte man als Beispiel natürlich sagen, ich will jetzt Aktien haben, die ein cooles Momentum haben. Übrigens, der David hatte dazu ein Webinar gemacht im November, Anfang November. Seminar zum Thema technische Analyse. Guckt es euch gern an. Also ist logischerweise, ähm, ach so, Moment, es war ein Webinar, ist aufgezeichnet. Ist natürlich nicht auf unserem Easy-Kanal, aber fragt mal danach, vielleicht können wir trotzdem den Link zu dem Video euch schicken, wenn ihr uns anschreibt, dass ihr euch das angucken könnt, die Aufzeichnung. Es müsste eigentlich funktionieren. Wenn nicht, kommt aber zu den nächsten Webinaren und dann findet ihr auch noch genug Informationen. Auf jeden Fall technische Analyse. Unter anderem macht es ja Sinn, dass man sagt, eine Aktie, die Momentum hat, zu nehmen, die stark ist, aber vielleicht gerade eine kurzfristige Schwäche gezeigt hat. Also gucken wir uns erstmal in dem Screener, nehmen wir zum Beispiel 6 Monats Momentum Perzentil mit rein. Kurzfristige Schwäche können wir beim RSI uns als Beispiel angucken. Sicherstellen möchte ich aber auch, dass der Titel über der SMA 200 ist. Warum SMA 200? Das ist halt die Linie. Also das ist ja weltweit von allen genutzt. Deswegen auch da unsere Empfehlung immer, werdet nicht zu freaky, was die Indikatoren und so weiter angeht. Also, ihr könnt es natürlich machen, wenn ihr dadurch mehr Confidence bekommt in dem, was ihr tut. Aber eigentlich reichen ja oft auch schon einfache Indikatoren, ähm, die halt einfach jeder kennt und nutzt, ne? Weil es dann so eine selbsterfüllende Prophezeiung ist, die da stattfindet.
Marktkapitalisierung ist vielleicht auch nicht unwichtig. Jetzt habe ich die alle hier drüben, meine, voreingestellten Filterkriterien, speichere das ab und ihr kennt ja alle Aktien, Immobilien Scout oder auch Autoscout oder was auch immer. Check24 ist mir völlig egal. Diese ganzen, Suchmaschinen, die haben ja auch Filter drin, ja? Und wenn ich zu viele Filter reinmache, kommt am Ende kein Ergebnis mehr raus. Und auch das kann aber gut sein. Da möchte ich auch mal ganz kurz drauf eingehen, weil letztens hatte einer gesagt: „Ja, toll, jetzt habe ich hier schon 5 Tage hintereinander gescreent. Blöder Screener, ich kriege gar kein Ergebnis." Nein, nicht blöder Screener, sondern der Markt gibt dir gerade nicht die möglichen Setups für das, was du handeln willst. Sei doch froh. Das heißt, es gibt nichts zu tun. Wenn du deine Setups bewusst gewählt hast und die, erfolgreich sind, deine Handelsstrategien, dann handel bitte auch nur, wenn das Setup vorhanden ist und nicht, weil halt Montag ist, möchte ich handeln. Ich habe gerade Zeit. Ne? Das nur am Rande, aber ich denke, die meisten, wenn man Profi ist, dann weiß man das eh schon. Und für die Anfänger aber wichtige Infos, denke ich an der Stelle, dass man da nicht auf Teufel komm raus handelt. Dieses Video hat dir weitergeholfen? Dann freuen wir uns jetzt über deine Unterstützung, damit auch wir schnell weiter wachsen können. Indem du den Daumen hoch anklickst, den Kanal abonnierst, tolle Kommentare dalässt und den Thanks-Button nutzt. Herzlichen Dank! Wir fangen mal an, mit der, Marktkapitalisierung. Also, zu klein will ich es auch nicht, also ab 2 Milliarden, wobei ich muss sagen, nach oben müssen wir jetzt eigentlich auch keine Begrenzung reinmachen. Es können ja Mega-Caps sein. Ab 2 Milliarden Marktkapitalisierung mache ich mal rein. Guck, dann werden aus den über 7.000 Treffern noch 2.000. Also, so viel relativ große Firmen oder mittelgroße Firmen gibt es zumindest im US-Markt. Das ist, wäre natürlich ein bisschen viel, jetzt durchzugehen. Aber deswegen haben wir noch ein paar andere Filter. Zum Beispiel über 200-Tage-Linie. Wenn ich das reingebe, dann werden aus den 2.000 noch 1.173, also wieder fast halbiert. Jetzt kann ich den RSI noch mal reingeben und sagen: „Okay, ich möchte maximal 30", also wirklich komplett überverkauft, Werte, dann habe ich nur noch 6. Das wäre mir jetzt persönlich sogar ein bisschen wenig, ehrlicherweise. Also würde ich jetzt wieder hochgehen und sagen, vielleicht 40, 'n 40er RSI. Und dann habe ich hier noch 100 Treffer. Auch ziemlich viel, aber uns fehlt ja auch noch was. Wir wollten ja Was wollten wir eigentlich? Ach so, wir wollten ja noch das, Momentum drin haben, ne? Momentum, dass wir wirklich was Starkes drin haben. 80 bis 100 können wir mal reinbauen. Und dann haben wir noch 21 Treffer, die meine Filterkriterien, die ich jetzt gerade erstellt habe, erfüllen. Das muss man so immer verstehen. So funktionieren einfach mal Screener, ähm, dass ich das, was ich vorne filter, natürlich hinten auch nur rauskriegen kann, logischerweise. Ähm, Jetzt gibt es Menschen, die arbeiten nach dem, was sie kennen, und andere sagen: „Ne, ist der Filter, der zeigt mir doch hier schon, eigentlich was ganz Gutes an." Und ich könnte jetzt natürlich sagen, ich gehe jetzt die Titel einfach durch, zum Beispiel nach Qualität oder nach höchstem technischem Score oder nach höchster Volatilität. Übrigens, der Aktienscreener ist ja kostenfrei, gell? Aber dann seht ihr nicht die Scores. Das ist in unserem Premium-Bereich, dem Premium-Bereich vorbehalten, der sich mega lohnt natürlich, gerade über den Link von Nicola. Ähm Bucht den doch einfach. Also, bucht den über Nikola, über die Landingpage, da kriegt ihr nämlich einen Rabatt. Ihr könnt 14 Tage sowieso kostenfrei testen, dann noch mal 3 Monate, jeweils für nur 25 € anstatt 60. Das lohnt sich mega. Also, wenn man das Tool richtig nutzt, aktiv handelt, dann macht sich das, ein Vielfaches bezahlt. Wir haben einige, in der Community, nur mal ganz kurz 'n Schwenk, die den Signaldienst, tatsächlich sehr, sehr intensiv auch nutzen. Das heißt, wir machen natürlich keine Handelsempfehlungen, aber hier ganz viel lernen, ja? Warum wurde der Trade aufgesetzt? Warum geschlossen? Wann geschlossen? Es sind jetzt 74 Signale bisher geschlossen worden seit Anfang des Jahres, also so grob 1,5 pro Woche. Ähm, Alle mit Gewinn. Ihr seht alles grün, 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 grün. Und insgesamt, ja, über 10.500 $ hätte man schon verdient, wenn man das Gleiche immer jeweils mit einem Optionskontrakt gehandelt hätte. Aber wir sind ja jetzt hier bei den Aktienleuten. Aber alle Optionsleute, ihr wisst, ihr könnt von hier in die Optionen springen und da weitermachen. Guckt euch einfach die Videos bei uns oder bei Nicola auf dem Kanal an. Da ist genug Infos, wie das ganze Tool funktioniert. Ja, was wäre denn hier was, wenn ich jetzt nach der, technischen Score mal sortiere, dann hätte ich zum Beispiel Oracle ganz oben, ne, weil ich ja jetzt technisch rangehe und sage, ich möchte irgendeine Aktie haben, die stark ist, aber zurückgekommen ist. Könnte spannend sein. Gap müsste man dann noch mal genauer gucken. Ja, noch nicht ganz geschlossen. Also, wir haben jetzt noch ein 2 Tage vielleicht zu früh. Vielleicht kommt er noch ein bisschen weiter runter. Ähm, Ref Group.
Kenne ich nicht, gebe ich zu. Gut, 2,6 Milliarden Marktkapitalisierung, vielleicht auch nicht immer im Fokus. Hier gab es einen Rücksetzer, 'n großen, bis auf eine Unterstützung und hat davon sich wieder nach oben bewegt. Könnte interessant sein. RSI steigt, auch langsam wieder, möglicherweise. Ja, und so kann man die alle durchgehen. Ich will das jetzt ja auch nicht mit allen machen. Jetzt hier vielleicht noch mal, was man, kennt, Elf Beauty. Ähm, Finde ich, jetzt gehe ich mal ein bisschen raus. Ich zoome mal raus. When in doubt, zoom out, ne? Mega Aufwärtstrend gehabt, abgestürzt. Also, ich gehe jetzt mal über die 200-Tage-Linie und jetzt ist aber was Spannendes passiert. Seit Juni haben wir 'n ganz leichte Stabilisierung in der 200-Tage-Linie, weil es ja jetzt wieder hier eine impulsive Aufwärtsbewegung gab und das Ganze hat gerade wieder korrigiert. Jetzt, wenn ich mir das auf einer Einjahresbetrachtung anschaue, finde ich das gar nicht so uninteressant, wobei als Aktienhändler würde ich sagen: da warten wir noch mal 'n paar Tage, ne? Es kann ja noch weiter runterkommen bis zu 200 Tagen. Also, es kann ja auch noch viel weiter runtergehen. Aber jetzt erstmal ganz grob, ist das vielleicht noch nicht ganz abgeschlossen. Als Optionshändler hätte ich jetzt schon Chancen, möglicherweise einzusteigen, hier um die 200 oder leicht unter der 200-Tage-Linie. Wir gucken mal, ob wir noch was anderes finden, was wir, noch ja, noch besser finden in irgendeiner Form. Die, Ergebnisse gucken wir uns mal alle an. Und Advanced Auto Parts, die habe ich auch schon mal irgendwann gehandelt. Die gucken wir uns gerade mal an. Oh, das finde ich jetzt wiederum recht spannend, weil, ja, jetzt gucken wir uns mal auch wieder erstmal länger das Ganze an. Länger sieht es natürlich übel aus. Aber super interessant aus meiner Sicht jetzt, denn mega krasse Abverkauf und jetzt haben wir hier eine Konsolidierung und wir sehen, hier gab es vielleicht den absoluten Boden, denn die 200-Tage-Linie fängt gerade wieder an zu steigen. Also spannender Kandidat, wo man relativ früh vielleicht dabei sein kann. Ich sage jetzt nicht, die steigt morgen auf 200 $ wieder. Vielleicht geht sie da auch nie wieder im Leben hin, aber der Markt sagt mir jetzt gerade, die Aktie ist wieder interessanter. Und wenn ich aufs Jahreschart gucke, sehe ich, jetzt gab es kurzfristig nochmal einen Abverkauf und die 200-Tage-Linie hat aktuell aber gehalten. Scheinbar, jetzt kann man noch mal 2, 3 Tage warten oder als Optionshändler sage ich: „Komm, ich platziere mich einfach mal hier an dem Support und mache es vielleicht auch als Bullput, und, gucke mir das Ganze dann da noch mal im Detail an." Jo, ich denke, für heute reicht's doch erst mal, oder? Also, 14.12. Easy Income Event. Premium-Abo über die Landingpage von der Nicola. Wir freuen uns auf Fragen an support@easy.io. Und wenn ihr irgendwie eine persönliche Session braucht, dann meldet euch mal fürs Premium-Abo an und schreibt uns an. Ihr könnt persönlich durch den Screener noch mal 'ne halbe Stunde geführt werden. Das machen wir gerade aktuell noch, für unsere lieben, Neukunden über Nicola, dass wir sagen, das bieten wir euch auch an. Okay, soweit an der Stelle. Passt schön auf euch auf und bis ganz bald.